Hallo und herzlich willkommen hier bei Selbstgemacht. In dieser Folge möchte ich euch gern ein Sauerteigbrot für Anfänger zeigen. Ein Sonnenblumen-Vollkornbrot mit Trockensauerteig. Wie man dieses Brot backt, zeige ich euch jetzt in diesem Video. Ein echtes Sauerteigbrot selber zu backen ist, finde ich, gar nicht so einfach. Man braucht viel Zeit und Erfahrung, einen Sauerteig anzusetzen. Hier habe ich eine Alternative. Einen Roggen-Vollkornsauerteig getrocknet. Mit dem kann man handumdrehen sein leckeres Sauerteigbrot selber backen. Alle Zutaten für das Brot und die Zubereitung könnt ihr unten in der Videobeschreibung nochmal nachlesen. Wir benötigen 400 ml lauwarmes Wasser, 21 Gramm frische Hefe, die wird ins Wasser gebröselt. Einen Esslöffel Zucker, damit die Hefe was zu essen hat. Dann wird alles miteinander verrührt und in eine hohe Schüssel gegeben. 500 Gramm Dinkel-Vollkornmehl, 150 Gramm Roggenvollkornmehl, 15 Gramm Roggenvollkorn-Sauerteig getrocknet. Mit dem getrockneten Roggenvollkorn-Sauerteig gelingt das Lieblingsbrot in Handumdrehen, weil das Ansetzen eines frischen Sauerteigs entfällt. Er verleiht dem Brot ein herrliches Aroma und trägt nebenbei zur längeren Haltbarkeit bei. 150 Gramm Sonnenblumenkerne, 1 Teelöffel Koriander und 1 Teelöffel Brotgewürz. Die Mengenangaben der Brotgewürze sind natürlich nur ein Vorschlag. Wenn ihr es nicht so würzig mögt, nehmt einfach nur einen halben Teelöffel oder lasst ein Gewürz ganz weg. Einen Esslöffel Olivenöl, einen Esslöffel Obstessig. Mit Hilfe einer Knetmaschine lasse ich den Teig kurz vorkneten. Gebe dann noch 2 Teelöffel Salz dazu. Den Teig dann ca. für 7 bis 10 Minuten kneten lassen. Er sollte sich komplett vom Schüsselrand lösen. Schaut nur, bei mir ist kein bisschen mehr in der Schüssel. Alles um den Knethaken herum. In eine Schüssel gebe ich jetzt einen kleinen Schuss Olivenöl hinein. Den verteile ich gleich mit meinen Fingern. So sind meine Finger schön eingeölt. Und der Teig lässt sich ganz einfach vom Knethaken runterziehen. Einmal kurz durchkneten, dann forme ich den Teig noch zu einer Kugel und lege ihn in die Schüssel wieder zurück. Stell den Timer auf 2 Stunden. 2 Stunden, los geht's. Der Teig sollte jetzt für 2 Stunden abgedeckt an einem warmen Ort ruhen. Ich stelle ihn übrigens im Winter auf die Fußbodenheizung. Ich hole jetzt gleich den Brotteig und zuvor heize ich den Backofen ein auf 200 Grad Umluft. Nach 2 Stunden Ruhezeit sollte sich der Brotteig verdoppelt haben. Ich gebe ihn auf die Arbeitsfläche, ziehe den Brotteig etwas auseinander und dann nehme ich die äußeren Enden und ziehe sie nach innen. Und dieses wiederholen wir ein paar Mal. Dann wird der Teig umgedreht und ich forme ihn zu einem Laib. Den Laib forme ich so, dass er gleich in meine Form hineinpasst. Ich verwende heute eine Kastenform. Die habe ich eingefettet und am Boden der Kastenform gebe ich jetzt noch Sonnenblumenkerne hinein. Dann wird der Teig hineingelegt und etwas angedrückt. Ich drücke jetzt einfach in die Kastenform den Teig etwas hinein. So bekommt später das Brot eine richtige viereckige Form. Wenn ihr möchtet, könntet ihr oben jetzt auch noch Sonnenblumenkerne darüber streuen, aber ich habe das jetzt dieses Mal nicht gemacht. Jetzt bestreiche ich den Teig noch mit Wasser. Das verhindert, dass er austrocknet und es verleiht dem Brot noch eine schönere, glänzende Kruste.
Das Brot gebe ich jetzt in den vorgeheizten Backofen auf die vorletzte Schiene für 35 Minuten bei 200 Grad Umluft. Das Brot ist fertig gebacken. Ich hole es jetzt aus dem Ofen raus und stürze es auf ein Abkühlgitter. Da lasse ich das Brot einmal komplett auskühlen, bevor ich es zusammen mit euch gleich anschneiden werde. Seht nur, wie schön das Brot von innen aussieht. Ein einfaches, selbstgebackenes Sauerteigbrot für Anfänger, das hundertprozentig jeder von euch backen kann. Wenn euch das Rezept und mein Kanal gefällt, würde es mich freuen, wenn ihr mich abonniert, mir nett kommentiert und mir einen Like hinterlässt. Vielen Dank, dass ihr vorbeigeschaut habt und ich würde mich freuen, wenn ihr das Sauerteigbrot aus Vollkornmehl mit Sonnenblumenkernen mal nachbackt. Dann bis zum nächsten Mal hier bei Selbstgemacht. Servus!